Salve und willkommen zu meiner Roman Coin Show. In dieser Folge soll es um eine römische Münze gehen, die soeben aus Bella Italia eingetroffen ist. Es handelt sich um einen Sesterz des Maximus als Caesar, der im Gegensatz zu seinem Vater Maximinus Thrax in der Historia Augusta als einer der schönsten Männer seiner Zeit beschrieben wurde, dessen Attraktivität fast unnatürlich war. Gleichzeitig wird ihm maßloser Luxus mit Kleidung aus purem Gold und Edelstein besetzten Bechern vorgeworfen. Der Text betont auch, dass er selbst seinem brutalen Vater gegenüber respektlos war und sich für unantastbar hielt. Nun ein zweifellos narzisstischer Charakter, der aber anscheinend so manches Frauenherz dahinschmelzen ließ. Da Maximus ebenfalls Caesar war, der nie in Rom als Augustus regierte, möchte ich in dieser Episode nicht allzu viel über seine Geschichte verraten, denn zu ihm und natürlich auch zu seinem Vater Maximinus Thrax ist eine eigene Folge in Planung, die unsere Reihe Cäsaren, die nie als Kaiser in Rom regierten, fortsetzt. Außerdem gibt es am Ende des Videos wieder ein Update zu unserem Gewinnspiel, da es keinen Gewinner gab und ich in dieser Folge sogar 2 Sesterzen von der Auswahl ausschließen möchte. Bleibt also bis zum Ende dran. Der schönste Mann also seiner Zeit. Im Vergleich zu seinem Vater, der ja nun wirklich keine Schönheit war, ist das sogar nachvollziehbar. Sehen wir uns den Jüngling mit knapp 20 Jahren mal etwas genauer an. Nachdem Maximinus Thrax 235 nach Christus zum Kaiser ausgerufen worden war, ließ er Maximus um 236 zum Caesar erheben. Das machte ihn zum designierten Nachfolger und zweithöchsten Mann im Reich. Die Umschrift lautet hier Maximus, Ces abgekürzt für Caesar und Germanicus. Wir sehen die drapierte Büste des Maximus nach rechts, barhäuptig, was seinen Rang als Caesar korrekt kennzeichnet. Denn Maximinus Thrax, sein Vater, hat ja auf den Münzen einen Lorbeerkranz getragen. Diese Prägung hatte also mit Sicherheit dynastische Motive, was wir auf der Rückseite gut erkennen können. Diese Münze ist das zentrale Stück der dynastischen Nachfolgepropaganda. Sie definiert den jungen Maximus als den designierten künftigen Kaiser und Anführer der Jugend Roms. Der junge Prinzeps wird hier sehr detailliert in militärischer Kleidung mit kurzem Stab, dem sogenannten Litus, einem abwärts gerichteten Speer und 2 Standarten dargestellt. Vermutlich als Zeichen seiner militärischen Präsenz neben seinem Vater Maximinus Thrax. Die Legende lautet Principi, übersetzt Fürst, Juventutis, der Jugend, seit Augustus die offizielle Bezeichnung für die designierten Thronfolger des römischen Kaisers. Es ist eine direkte Ansprache an die jungen Männer Roms und des Reiches, deren zukünftiger Anführer er sein sollte. Aber leider gab es da ein Problem, denn nach Rom ist er nie wirklich gekommen, obwohl man ihn durch Erziehung und Bildung zu dem machen wollte, was seinem Vater absolut fehlte, nämlich zu einem zukünftigen Augustus, der in den Reihen des Senats auch als solcher akzeptiert würde. Sein Vater Maximinus hatte beim Senat nämlich so gar keinen Rückhalt, was seiner niedrigen Herkunft aus den Reihen des Militärs geschuldet war. Aus diesem Grund wollte er auch seinen Sohn Maximus nach Rom schicken und auf sein zukünftiges Amt vorbereiten. Allerdings gehorchte dieser keineswegs, sondern verbrachte lieber seine Zeit im Luxus schwelgend und mit den zahlreichen Frauen, die ihm verfallen waren. Das sollte beiden, also Vater und Sohn, auch zum Verhängnis werden, welche ihre Legitimation über das römische Heer hinaus niemals in Rom festigen konnten. Vielleicht war das die Geburtsstunde des wahren Soldatenkaisertums, für die beiden jedoch nur sehr kurz, da sie schon 238 nach Christi ermordet wurden. Aber eine ausführliche geschichtliche Darstellung dazu gibt es natürlich in der geplanten Folge zu den Cäsaren, die niemals als Kaiser in Rom regierten. Und wie versprochen, zu guter Letzt das Update zu unserem Gewinnspiel. Auch in dieser Woche gab es keinen Gewinner. Allerdings musste ich feststellen, dass YouTube vermutlich Kommentare der Teilnehmer automatisch löscht, weil sie von der KI als Spam ausgefiltert werden. Deshalb ist es umso wichtiger, die korrekte Formulierung des Kommentars zu den ausgewählten Sesterzen, die ich eurer Meinung nach in Paris gekauft habe, zu verwenden. Also der Algorithmus von YouTube ist da empfindlich, was die Verwendung von Großbuchstaben und Absätzen betrifft. Solche Kommentare werden zwar oft kurz angezeigt, aber sobald ihr die Kommentarfunktion verlasst, wieder gelöscht. Aus diesem Grund zeige ich euch eine korrekte Formulierung,
die auch bei mir ankommt. Ich bitte euch bei der Teilnahme nur noch Kommentare in Satzform zu posten. Ein Beispiel dafür, ihr schreibt in den Kommentar, ich mag römische Münzen, weil sie eine Geschichte erzählen können. Gevinicus 007, Sigerina 0815, Vinerius 4711. Solche Kommentare in Satzform ohne Blockschrift und Absätze werden dann auch sicher vom Algorithmus weitergeleitet. Falls ihr das Hauptvideo zum Gewinnspiel noch nicht gesehen habt, verlinke ich es euch im Abspann rechts oben noch einmal. Ihr könnt in jedem weiteren Video einen zusätzlichen Tipp abgeben. Sollte der richtige dabei sein, werdet ihr von mir verständigt. Aber welche 2 Sesterze habe ich denn nun tatsächlich diese Woche ausgeschlossen? Die Münzen, die ich gekauft habe, haben keine Consecratio-Legende auf der Rückseite. Also die RIG-Nummer 1702 und die RIG-Nummer 660 sind raus und es verbleiben noch 14 weitere Sesterzen zur Auswahl. Eine Liste der aktuell verbleibenden Münzen findet ihr wie immer in der Beschreibung dieses Videos. Viel Erfolg und ich freue mich natürlich, wenn wir uns im nächsten meiner numismatischen Beiträge wiedersehen. Abonniert meinen Kanal, um kein weiteres Video zu verpassen.